Wir müssen schon zugeben, Land Nummer 17 unserer Fahrradweltreise mauserte sich schnell zu einem unserer liebsten Länder bisher. Denn in Georgien gibt es schmackhaftes Essen, feine Getränke und wunderschöne Natur. Aber auch viele Abenteuer wie hier im Hohen Kaukasus warteten auf uns. Diesmal gab es etwas zu feiern, nämlich Danis 30. Geburtstag. Deshalb hieß unsere nächste Mission nun ab zu den heißen Quellen und unsere müden Radelbeine pflegen. Die Erholung hielt leider aber nicht lange an, denn unser Equipment fiel wortwörtlich auseinander und jede weitere Fahrt wurde zur Tortur. Der Dani feiert, wollte seinen 30. Und ich habe was Tolles besorgt. Und zwar einen Happy Birthday Hut. Super geil. Und noch ein paar Kerzen. Muss ich mal aufpassen. Hier die 3 und die 0 dazu. Und einen Luftballon. Also mit diesen ganzen Vorbereitungen hier, Geburtstag und Einkaufen und so weiter, bin ich über dieses Zeug hier gestolpert. Das sah ein bisschen aus wie Backfisch in der Semmel oder so. Aber in Wirklichkeit ist da eine Wurst drin und Reis und ich weiß nicht, total geil. Es ist ein bisschen wie ein Hotdog mit ein bisschen wie Chili con Carne innen drin und das ganze Ding wird in der Semmel, mitsamt der Semmel frittiert. Boah, ist das geil. Keine Ahnung, wie es heißt. Kostet 1,50 Lari. Abgefahren, hä? Ja, wie viel Abstand da noch ist. Okay, super. Beşiktaş. Oh, thank you. Dani. Dani. Belan. Ciao. Wir haben gerade eben vor dem Daily hier angehalten und noch Biers gekauft für meinen Geburtstag. Und dann fragt uns jemand so, ja, wo wir hin wollen und alles. Und dann natürlich immer die großen Städte genannt. Man geht davon aus, dass Touristen halt an Touristenorte gehen. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen woanders hin. Und wir haben dann das Dorf genannt, wo wir hin wollen. Und er so, oh was, das ist ein Dorf und wir sollen doch unbedingt vorbeikommen. Und er hat Frau und Kinder und wir sollen da schlafen und wir machen dann einen Grill und keine Ahnung was. Das wird bestimmt lustig. Wir haben nur jetzt ganz schön viel Essen dabei. Oh mein Gott, das passiert immer so. Es passieren meistens ist es so, dass man, wenn man gar kein Essen hat, dann kriegt man auch nirgendwo was her. Dann gibt es keine Läden und so weiter. Das Essen ist super teuer und es passiert gar nichts. Und dann, wenn man irgendwo ist und man hat alles, was man braucht, dann hagelt es Einladungen. Das gibt's überhaupt nicht. Und in der Türkei, da sind es sogar schon mal irgendwie Kartoffeln oder sowas schlecht geworden, weil wir einfach nicht mehr dazu gekommen sind, selber zu kochen. Es wird bestimmt jetzt total lustig, es sind 35 Kilometer bis dahin. Wir schauen jetzt mal bei den Quellen, wie so die Lage ist. Und dann werden wir uns mit dem Kerl da mal zusammenrufen und gucken, so, ob wir heute oder morgen oder wie auch immer zu ihm fahren. Der erste von den Quellen. Es hat vielversprechend angefangen, hier ist überhaupt niemand, aber kommt auch kaum was raus. Das hier ist alles. Hier sind eigentlich nur Kühe und so verlassene Häuser. Und ist auch nicht heiß, also ein bisschen schade. Jetzt fahren wir aber, das war ja eh nur die kleine. Ich glaube, dass das andere besser ist. Gucken wir mal. Das ist sehr interessant. Jetzt verstehe ich das. Hier ist eine kleine Hütte und eine Badewanne. Man dreht hier auf und dann kommt hier lauwarmes Sulfurwasser raus. Mit Hockerchen und so richtig schön. Hier ein selbstgemachter Stöpsel aus Holz. Super klasse. Also das merke ich mir. Wenn die andere Quelle nichts ist das immerhin ein Anfang. Eine ganz süße, schnucklige Schrotthütte. Super cool. Und hier ist noch eine zweite. Schauen wir mal da rein. Das ist das, was wirklich die Einheimischen machen. Hier kommt kein Touri. Ja, und hier auch.
Hier sind schon richtig Ablagerungen. Super klasse. Aber ich glaube, die ist gerade nicht in Betrieb. Hier ist auch kein Hahn. So direkt. Ja, ich habe die erste von den Quellen schon angeschaut. Die war cool. So richtig einheimischen Stil. Do-it-yourself-Quelle mit wenig Wasser. Das einzige Logische, hast eine Badewanne benutzt. Super. Jetzt fahren wir zur nächsten. Ist auch nicht weit weg. Und ich glaube, die wird ein bisschen mehr fancy. Super. In behind. Cool. Wohin gehen Sie? Wir wollen uns die Quelle anschauen. Sulfurquelle. Hier ist. Ist die schön? Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, es schaut wie folgt aus. So sind wir jetzt an der Quelle. Wir gehen jetzt mit den Jungs mit. Wie gesagt, wir können bei ihm im Garten zelten und alles. Das ist total super. Und ja, dann machen wir das nämlich einfach so. Und kommen dann morgen hierher, weil wir haben auch gesagt, wir können bei ihnen duschen und so weiter. Wenn wir schon eine Dusche angeboten kriegen, da. Und auch mal wieder unsere Stinkewäsche waschen. Ja, und Stinkewäsche waschen, seit Wochen ungewaschen. Und das Coolste ist, die Jungs organisieren gerade irgendwie Transporter, weil sie sagen, wir müssen nicht Fahrrad fahren bis zu denen. Die packen das alles in ihr Auto und dann fahren wir mit dem Auto mit. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Geht bergauf, hat er gesagt, zu seinem Haus. Zum Glück hat er einen Transporter. Und hier ist die Tür offen. Und die Kühe. Und ja. Und ein Stacheldraht. Oh Gott. Und ja genau, so sieht das Ganze aus. Für mich. Direkt neben dem Abgrund. Und das wackelt. Ja. Alle gut. 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 Super. This is my Natia. Natia, Danilo, Melanie. Wir haben ein kleines Zimmerchen bekommen. Die haben ein Riesenhaus, das ist Wahnsinn. Das ist total toll und es ist richtig schön, mal zur Abwechslung drin zu sein. Besonders wenn es so schüttet wie jetzt. Gucken wir da hinten, wie das da runterkommt. Wow. Und das ist alles ihr Land hier. Und sie wollen Wein anbauen und sie haben Mais und was weiß ich nicht alles. Wirklich toll. Super schön, also vielen herzlichen Dank. Oh, das wird immer schlimmer. Normalerweise sind wir bei sowas immer im Zelt, ja? Komm, wir gehen mal zusammen nachgucken. Das sind die Art von Unwettern. Das ist doch noch nicht mal ein Unwetter, es blitzt ja gar nicht. Ja, das kriegen wir normalerweise auf unser Zeltdach. Guten Morgen. Wir sind beide noch ziemlich geschlaucht, aber es war so cool, weil wir haben endlich in einem Bett schlafen können. Und wir haben mal kurz überlegt, das war glaube ich schon ein Jahr her, dass wir in einem richtigen Bett geschlafen haben. Da. Oh, und ich würde mich am liebsten wieder hinlegen, weil die Beine tun schon echt gerade ziemlich weh. Es tut alles weh, ja. Es ist ganz schön gerädert sind wir eigentlich. Wir haben einen echt lustigen Abend gestern gehabt, zusammen mit der Familie und einem Freund, der Deutsch gesprochen hat. Und da haben wir auch die Gepflogenheiten des Toastens, also des Zupostens während dem Essen so ein bisschen näher kennengelernt. Das war ziemlich witzig. Ja, ja, heute geht es an die heißen Quellen und da feiern wir dann Danis 30. Teil 1 erfüllen. Wir sind jetzt an der Quelle, die ist da hinten. Da sind schon einige Leute am Baden. Deswegen bereiten wir jetzt erstmal unser Camp vor und der Daniel macht auch schon die Feuerstelle. Dafür gräbt er ein bisschen und legt dann Steine drumherum. Jo, ein bisschen Bushcraften hier. Und der steht dann hier. Das wird ein Zuluftkanal, damit es besser brennt und effizienter wird. Kennst du schon unseren Draußen-Kochen-Beitrag? Darin vergleichen wir unterschiedliche Kochsysteme, geben wertvolle Tipps und zeigen dir, wie du am besten mit Feuer kochst und welche Kochausrüstung wir mit auf Weltreise haben. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh. Alles Liebe, Gute. Dankeschön. Georgien, 30. Wir haben die Muffins von Kutaisi bis hierher. Das sind, ich glaube, 37 Kilometer. Und sie haben es echt gut überlebt dafür. Das war vor 2 Tagen. Ich hoffe, sie schmecken noch.
Zeig mal unsere Wurstplatte. Genau, eine Wurst-Käseplatte, Käse aus Mestia, Käse aus Kutaisi und Wurst aus Kutaisi. Dazu gibt es hart gekochte Eier und Menemen. Das da backen wir gleich auf, sobald das Feuer hier ein bisschen niedriger ist. Irgendwer hat geschrieben, es ist ein Toastdraht. Dazu gibt es Tee und später hoffentlich kaltes Bier, das habe ich schon in den Fluss getan. Der Fluss ist nicht kalt, aber kälter als die Luft auf alle Fälle. Und da hinten ist die heiße Quelle, da legen wir uns dann später rein. Und wir haben uns eine Kleinigkeit gegönnt im Kutaisi, nämlich eine gefälschte Musikbox. Tee und als Nachtisch Honigbienenwaben. Und dann gehen wir erstmal in die Quelle. Ja, mit 30 fühle ich mich jetzt noch nicht so anders. Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Nein. Melli sagt, nein. Mal gucken. so sieht das aus, wenn wir genau den richtigen Augenblick gewählt haben an den richtigen Ort. Der Dani allein in den heißen Quellen. Schön warm? Super geil. Auf die nächsten 30. Auf die nächsten 30. Scheiße, dann bin ich 60. Na, also 30 fühlt man sich ja auch nicht alt, oder? Also das ist eine Message an mein 60-jähriges Ich in 30 Jahren. Denk dran, wie du in Georgien an der Quelle gehockt bist, ja? Und hoffentlich war es dein 60. auch an der warmen Quelle. Wie sieht es aus? Jawohl. Wünsch Kann ich dir die was. Hände wegnehmen? Schnell, wünsch dir was. Danke. Magst du die 3 oder die 0? Ich kann auch gerne die 0 nehmen, das ist mir egal. So, 2 Nächte, 3 Tage heiße Quelle hier. Ja, war es wirklich heiß, ihr habt es gesehen, wir hatten einen Haufen Spaß. Und ja, das nächste Ziel ist jetzt wieder zu einer anderen heißen Quelle zu fahren. Weil nämlich hier kommt eine Hitzewelle, die ist eigentlich schon da. Und es wird schon ganz schön heftig, 37 Grad steht auf der Wettervorhersage. Deswegen flüchten wir jetzt mal in eine andere Richtung, zu einem Canyon. Aber da gibt es einen super erfrischenden Fluss. Genau. Also nicht nur eine heiße Quelle, sondern auch was zum Abkühlen. Deswegen. Jedenfalls werden wir da wieder hinfahren, weil es so schön war. Und dort erstmal also die Hitzeperiode jetzt hier abwarten und auch mal ein bisschen planen, wo es als nächstes hingeht. Wir haben gerade von den 2 netten Herren da eine Cola geschenkt bekommen. Unglaublich lieb, hey. Die sind uns extra hinterhergefahren. Und der Hund hier läuft uns hier schon eine Weile mit. Okay. Wasserbüffelplatz hier. Ist gerade über die Straße gelaufen. Und direkt daneben wieder Kühe. Ja, genau, so ist gut. So, also, ihr habt gesehen, woran liegt das und warum? Warum hat die Kuh Holz im Gesicht? Keine Ahnung. Mir ist es nicht klar. So, ein paar von Georgiens tollen Eigenheiten. Fakt 1, es laufen überall Kühe rum, wirklich überall. Leute nehmen total Rücksicht darauf, wenn eine Kuh auf der Straße steht, wird langsam gefahren und ausgewichen. Fakt Nummer 2, es laufen überall Schweine rum. Die Schweine sind genauso wie die Kühe unterwegs, weitgehend frei. Es gibt viele Pferde. Landwirtschaft ist groß geschrieben. Gas wird ausgeliefert in überirdischen Leitungen, diese gelben, die auch total abstrus verlegt sind.
Und vor jedem Häuschen ist ein kleiner Gaszähler. Ganz schön gruselig, weil manchmal sind diese Leitungen sehr krass verbogen, weil LKWs dagegen fahren. Und wenn sie nicht lecken, dann werden sie so belassen, wie sie waren. Also völlig verbogen. Fakt Nummer 3. Bier ist günstig. Macht total viel Spaß zu trinken, macht keinen Kopfschmerz. Macht aber auch nicht wirklich betrunken. Fakt Nummer 4. Selbstgemachter Wein ist teilweise gut und teilweise sehr grauenvoll. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber nicht zu viel davon trinken, der kann ganz schön reinschlagen. Wird gekühlt serviert. Besonders Rotwein, was es bei uns nicht so gibt. Und Fakt Nummer 4, Speedbreak oder 5, Speedbreaker. Überall und ziemlich grauenvoll. Außerdem werden die Dinger ganz gerne wieder rausgerissen. Das ist aber kein speziell georgischer Fakt, sondern generell. Speedbreaker gibt es viel außerhalb von Deutschland. So, heute wollten wir unseren Livestream veröffentlichen, den wir vor ein paar Tagen gemacht haben, mitten in Georgien. Wir sind jetzt wieder an der heißen Quelle zum zweiten Mal, weil es uns so gut gefällt. Und ja, mit dem Internet gestaltet sich ein bisschen schwierig hier, weil wir keinen Empfang haben. Und Daniel, erzähl doch mal. Ja, wir sind hier in einem Kessel und direkt hinter dem Hügel ist super Internet, aber bei uns nicht. Also sind wir jetzt erstmal ein bisschen rumgelaufen. Am Anfang war das alles noch Spaß. Wir dachten uns, wir schauen einfach mal, wo es das beste Internet gibt, und es gab irgendwie keins. Und jetzt ist es 2 Stunden her, dass wir angefangen haben, das Internet zu suchen und auch zu finden, und seit ungefähr 1,5 Stunden versuchen wir zu posten. Und ja, genau, also wenn ihr diesen Livestream schon gesehen habt und alles, und den Post habt ihr wahrscheinlich auch schon dazu gesehen, dann wisst ihr jetzt, wie das entstanden ist und wie viel Aufopferung das eigentlich auch bedeutet. Ich hab echt gedacht, so, scheiß doch drauf, wir legen uns unten hin, aber das machen wir jetzt gleich. Aber das Dumme ist, ihr kennt das bestimmt, wenn man was angefangen hat, dann will man es auch zu Ende bringen. Und dann denkt man schon, jetzt habe ich schon 1 Stunde geopfert, so lange kann es nicht mehr sein, dann ist es nochmal 10 Minuten, nochmal 10 Minuten. Und denkst dir, es kann doch nicht mehr lange dauern. Ja, nach 4, 5 Tagen an den heißen Quellen war es uns dann doch zu heiß. Nein, uns ist das Trinkwasser einfach ausgegangen und das Flusswasser wurde immer schlechter, weil der Wasserstand sinkt, und dadurch ja, wird es halt einfach schlechter. Also haben wir beschlossen jetzt, dass wir heute weiterfahren, wieder zurück in Richtung Kutaisi. Und es hat 42 Grad im Schatten jetzt gerade. Wahnsinn, es ist richtig hart. So ist Fahrradfahren noch mal ganz anders. Und ja, wir werden wahrscheinlich wieder irgendwie, Achtung, Speedbreaker, in den hohen Kaukasus zurückfahren, damit wir aus dieser Hitze herauskommen. Und auch noch ein bisschen warten mit Armenien und Iran, weil das wird dann noch schlimmer unten. Das ist dann irgendwie für den Winter. Schauen wir mal, wie das wird. Bei so ein toller Tag bei tut alles weh. Bei über 40 Grad nicht schon genug Spaß bietet, haben wir ja die Überraschungstaschen schlechthin. Ja. Super, ne? Also, ich kann mich jetzt auch nicht ausruhen, sondern ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich morgen wieder mit einer Tasche fahren kann, die ja, den Namen Tasche verdient. Manchmal hat es so Tage, wo man sich denkt, es kann doch einfach nicht wahr sein. Das ist einer davon. Ja, genau, und so sieht es dann aus. Super klasse. Also wir breiten gerade hier alles aus, weil wir ein bisschen Check machen und so weiter. Und unter anderem füllen wir jetzt die Taschen mit Wasser. Wir haben sie am Fahrrad festgemacht und darauf geachtet, dass die Tasche außen nicht feucht wurde. Und es tropft unten, es leckt. Und mir war immer nicht klar, ob es jetzt daran liegt, dass vielleicht irgendwo ein Riss ist oder so, also halt die Nähte aufgehen. Das ist aber nicht so, sondern das Gewebe an sich wird nass. Also warum auch immer das da durchkommt, weil eigentlich ist es nämlich von innen Gummi. Hier, das ist so Gummi, was auch immer. Eigentlich müsste das ja nicht durchsichtig sein. Das rote Zeug ist absolut dicht. Also frage ich mich ganz ehrlich, was es für eine komische Entscheidung war, das Teil überhaupt aus 2 verschiedenen Komponenten zu machen. Warum nicht aus einem? Weil es drückt sich durchs Gewebe. Das, was da ist, das tropft nicht, weil irgendwo was kaputt ist, sondern es ist einfach das Gewebe, was den Wasserdruck von innen nicht standhält. So, neue Tasche, nochmal probiert. Die war vorher komplett trocken.
Jetzt sehen wir richtig, wie sich hier das Wasser durchdrückt. Das ist ein Riss, das da ist Immaterial. Und hier genau das gleiche. Diese ganzen Zonen, die sich bilden, das Wasser, was sich von innen durchdrückt. Nicht zu fassen. Wir machen heute was wir seit fast 2 Jahren auf dieser Reise noch nie gemacht haben. Und zwar haben wir uns gerade eine Unterkunft für 2 Nächte bei Airbnb gebucht. Das hat den Grund, weil unser Kocher kaputt ist. Wir kochen jetzt seit, weiß ich nicht, eine Woche oder mehr als eine Woche jetzt schon auf Holzfeuer. Und es dauert ewig lange immer. Unser Zelt ist ja undicht. Alle Taschen reißen nacheinander auf und irgendwie ist jetzt der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, scheiß drauf. Jetzt greifen wir in den Geldbeutel und geben es aus, weil wir haben es schon ganz schön nötig. Ja, es fehlt halt an anderer Stelle wieder, aber die Sachen stinken. Es ist alles feucht. Ich glaube, es ist ganz gut. Es ist nicht zu fassen. Es klebt einfach alles nur noch. Und die Sachen, Material gibt dann nacheinander auf. Wir essen jetzt seit 2 Jahren auf Campingstühlen am Boden gekrümmt. Und ja, im Moment haben wir ein bisschen die Schnauze voll davon. Also, wir sind endlich angekommen. Es ging ziemlich den Berg hoch, aber ich bin so glücklich. Hier stehen unsere Fahrräder. Und das ist der Eingang. Und das ist ein richtig cooles Haus. Das ist der Eingangsbereich mit Piano. Süß. Und hier, das ist unser kleines Reich. Und wir haben ist mittlerweile so widerlich. hier eine Toilette und ein Waschbecken. Und ich bin so froh, dass wir endlich mal... Ja, so eine Art Dusche haben wir ja auch, ne? Ja, es ist ein Duschkopf, aber es ist klein, aber fein und das ist absolut das, was wir jetzt gerade brauchen, auch wenn es unser Budget sprengt, aber so ist es halt normal. Ich freue mich. Und wir nutzen auf jeden Fall die Zeit hier auch, um unsere Daten zu sortieren und ein bisschen Videos zu machen. Also eigentlich ist es nicht Erholung auf anderer Ebene oder so. Wir Egal. bewegen uns halt einfach nur nicht, das ist es. Egal, wir freuen uns hier, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, eine Dusche und einen Rückzugsort. Und da steht auch schon die Waschmaschine, also super cool. Le Douche. Ich bin super froh. Wir sind frisch geduscht und haben tolle, frisch gewaschene Klamotten an. Wir müssen noch eine Waschmaschine machen. Wir haben gerade eine schon durchgejagt, aber es stinkt alles so nach Rauch. Genau. Und wir sind natürlich schon am Arbeiten. Melly da drüben, so einen provisorischen Tisch aus dem Schrank gebaut. Ja. Und ich hier drüben auf dem Stuhl. Sachen sind auch schon wieder am Laden. Da hinten alles am Laden. Ja, genau. Und bei jedem Mal aufstehen tun mir so die Oberschenkel weh. Uiuiui. Ich bin froh, dass ich jetzt mal hier irgendwo drin sein kann. Total vergessen, wie das eigentlich ist. Sogar, es ist knackeheiß draußen. Und wir Ja, haben eine Leute, AC, das das haben wir gar nicht gewusst. Schau mal. Wow. geil, oder? 20 Grad. Halb so viel wie draußen. Die Nacht hat ordentlich geregnet draußen. Wir sind ziemlich froh, dass wir hier drin sind, weil unser Zelt ist völlig undicht. Und jetzt haben wir mal geguckt, ob die Taschen dicht gehalten haben. Die einzigen Taschen, die drin waren, waren meine Techniktasche, weil wir gearbeitet haben. Und meine Kulturbad-Dingstasche. Das heißt, die anderen waren draußen. Klamottentasche ist undicht. Zum Glück sind die Sachen in Plastiktüten. Das heißt, muss man jetzt wieder kleben. Und die Zelttasche, die transpiriert quasi durch das Gewebe, durch Feuchtigkeit. Die ist eigentlich auch undicht. Also sie hat kein Loch, aber man merkt ganz klar, wenn man die Hand reinsteckt, wird sie feucht, wenn man innen am Gewebe entlang fährt. Bei der Melli steht Wasser. Und trotz der Tatsache, dass wir alles geklebt haben, also es bilden sich die ganze Zeit neue Risse an dem Ding. Es geht mir so wirklich so zuwider. Wir haben jetzt schon eine, und Seam Grip ist ja teuer, eine so eine Seam Grip Tube verklebt, das verkleben wir gleich die nächste. Es ist richtig zum Kotzen. Und ja, wir müssen schauen, was wir da machen, weil vielleicht steigen wir einfach auf andere Taschen um. Da müssen wir einfach mal schauen, also wenn ihr uns da irgendwie unterstützen wollt, das sind genau solche Sachen, jetzt nach fast 2 Jahren Weltreise,
dass das Equipment einfach einen Geist aufgibt. Das ist bei vielen Sachen so. Unser Mitloader, also unsere Gepäckrolle hier ist undicht und so weiter. Unser Zelt, unsere Technik, die erzählen wir euch schon seit zur Genüge, dass mein Laptop hier komplett sich auflöst. Da fallen die Tasten raus. Der ist 10 Jahre alt und mit dem wir schneiden, der ist genauso und der ist nur nicht physisch kaputt, sondern halt, also das Gehäuse ist nicht kaputt wie bei mir, sondern bei dem ist man jetzt halt innen drinnen. Und ja, genau. Also wenn ihr uns bei solchen Sachen kurz gemacht unterstützen wollt, dann findet ihr alle Links in der Beschreibung und es würde uns mega freuen, weil das sind nämlich genau die Sachen, die wir eigentlich nur brauchen, um Filme zu machen und die wir für die Weltreise nicht wirklich brauchen. Da brauchen wir nur dichte Taschen. Die kriegen wir selber auch hin. Die Minikamera ist ganz Gutes. Und zwar, man kann ein ganz tolles Frühstück machen. Hunger, endlich essen. 2 Tage waren wir jetzt hier. Ja, super. Also 2 Nächte, genau. Alles ist endlich wieder gewaschen. Uns geht's wieder besser und jetzt geht's wieder auf den Hohen Kaukasus. Wir freuen uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, denn so verpasst du kein neues Video von unserer Fahrradweltreise von Deutschland nach Japan. Das war das Schlimmste, was wir bis jetzt hier gemacht haben. Doch zuerst warten noch viele weitere Abenteuer in Georgien auf dich und auf uns. Zum Beispiel überqueren wir eine der gefährlichsten Passstraßen der Welt. Ich muss ins Krankenhaus, wir treffen wieder auf alte Freunde und lernen viele neue tolle Menschen kennen. Gagat und bis zum nächsten Mal im wilden Georgien.